Abgefahren. Jetzt sind wir von unserem Bröbchen-Fahrtchen zurück mit dem 19372-2. Jetzt noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Wir wollten euch ja nicht langweilen mit dem auf der Straße rumgekurve. Also was man mal machen sollte bei schon geringer Geschwindigkeit, hier 20 Stundenkilometer, ist eine leichte Bremsprobe. Ne? Mache ich jetzt hier. Was ist dabei wichtig? A, bremst er überhaupt? B, zieht er vielleicht in irgendeine Richtung? Also wenn ihr geübtere Fahrer seid, könnt ihr das natürlich auch bei höherer Geschwindigkeit auf einer Straße machen. Ich empfehle das nicht, weil wenn er in eine Richtung ziehen wird, macht er das schon bei langsamer Fahrt. Ich beschleunige jetzt noch mal ein bisschen auf 30, dann probieren wir das nochmal. Das heißt, Lenkrad vielleicht nur leicht festgehalten, mal gebremst und geguckt, ob das Lenkrad in irgendeine Richtung zieht. Hier einwandfrei, Auto läuft geradeaus. Ja, ist einer der Punkte, die man prüfen sollte, neben der Schaltbarkeit des Getriebes. Das haben wir ja schon gehabt. Hier beim Automatikgetriebe sind es eben die Schaltvorgänge. Der macht das jetzt relativ normal. Es ist ganz normal, dass ein Feuerwehrauto, wir können ja noch eine Runde mal drehen, teilweise erst, wenn es ein Automatikgetriebe hat, bei etwas höherer Drehzahl schaltet, weil die sind oft vom Getriebe her so parametriert, dass sie schnell beschleunigen können. Und schnell beschleunigen tun sie natürlich nur, wenn sie im Leistungsbereich arbeiten. Und häufig ist es so, dass die Maximalleistung auch von Dieselmotoren irgendwo bei einer Drehzahl zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen anliegt. Und deswegen schalten die Dinger ein bisschen später. So, kann man aber bei ZF wie auch bei Allison umparametrieren lassen. Also die Automatikgetriebe, da kann man die Schaltpunkte einstellen lassen. Das kann man verändern, so dass es vielleicht ein Reisebetrieb kommoder ist. Der hier schaltet so bei 1500, 1600. Das ist eigentlich ganz okay. Könnte man nach meiner Meinung so lassen. So, jetzt haben wir noch eine Gedächtnisrunde gedreht. Es hat leider mittlerweile angefangen zu regnen. Ich könnte mir auch die Sonnenbrille sparen. War jetzt Teil 2. Den ersten haben wir nach der Probefahrt schon gleich, wie ihr seht, weggefahren. Jo. Was gibt es noch zu sagen? Was ich im Innenraum, wenn der Motor läuft, testen würde, ist mal solche Themen auch wie das Heizungsgebläse. Wird das Ganze warm? Haben wir hier alle Stellungen vorhanden? Wir haben häufig Fahrzeuge, da ist der Heizungswiderstand kaputt und dann geht nur noch die Stufe 3. Also ein Signal, dass ein Widerstand kaputt ist, der die Schaltstufen schaltet. Man könnte noch, was ganz, ganz wichtig ist beim Allradfahrzeug, könnte man nicht nur, man sollte das auch das Thema Allrad und Vorgelege und die Sperren überprüfen. Wie macht man das? Hier bei dem Fahrzeug ist es etwas komplexer. Wir schalten den Allrad hier über eine Neutralstufe und dann über das Getriebe. So, jetzt sollte er eigentlich schon drin sein. Also Allrad und Reduktion, Nebenantrieb und Allrad. Das heißt, wenn ich jetzt losfahre, muss es erheblich langsamer gehen. Wir probieren das mal. Erheblich langsamer. Tatsächlich macht er, ihr merkt schon beim Losfahren, er ist eine ganze Ecke langsamer. So, Allrad funktioniert, jetzt versuchen wir mal das nächste. Wichtig ist immer bei den Schaltvorgängen neutral. Neutral bedeutet Gang raus, also mit Schaltgetriebe in die Mittelgasse, Gang raus. Das ist der Schalter für die sogenannte Mitteldifferentialsperre, also kennt einen Knuppel, sieht bei jedem Fahrzeug ähnlich aus. So, damit schaltet der schon, hier sieht man das ABS weg, ne? Also das Anti-Blockiersystem. Ist ganz intelligent gelöst, weil im Gelände bringt es häufig nichts, weil du im Gelände ja rutscht, wenn du bremst oder leichter rutscht und wenn das ABS dann angeht, dann bremst dann immer gescheit. Könnte einer der Gründe sein. So, scheint zu funktionieren. Na, Kontrollleuchte leuchtet und die letzte Funktionskontrolle bräuchte man jetzt unbedingt nicht das Neutral, aber man macht es doch mal rein, dass das Getriebe freigeht, ist die Hecksperre, das ist dieser Schalter hier. So, geht häufig erst, das ist ganz normal, im Stand erst gar nicht rein. Also all diese Spielereien, wenn die wenig benutzt worden sind, kann es sein, dass ihr ein paar Meter mal vorfahren müsst, wie ich es jetzt mache, vielleicht mal am Lenkrad ein bisschen drehen müsst. Vielleicht auch, jetzt seht ihr, klack, ist das rote Licht angegangen. Na, ich habe ein bisschen gelenkt, habe dadurch den Rädern unterschiedliche Drehzahlen verpasst und die Sperre ist reingerutscht.
Wenn die Hecksperre funktioniert, muss es so sein, dass wenn ihr lenkt, zieht der LKW das Lenkrad wieder gerade. Warum? Wir haben jetzt die Hinterachse gesperrt, das heißt die Räder sind im Gleichverlauf, schieben gleichmäßig nach vorne und das ist daran zu erkennen, wenn ich lenke, will er eigentlich nur noch geradeaus fahren, das macht er auch so. Ne? Wenn die Sperre nur leuchtet und er dieses Zurückziehen, wie der das jetzt hier macht, nicht praktiziert, dann funktioniert die wahrscheinlich auch nicht. Ich kann euch mal zeigen, wie es sonst aussieht, wenn ich die Sperre jetzt wieder rausmache. Auch beim Rausmachen kann es passieren, ihr seht, ihr macht den Schalter aus, passiert nichts. Warum? Weil die noch ein bisschen unter Spannung steht. Jetzt mache ich mal einen Rückwärtsgang rein, fahre ein Stück zurück. Jetzt mache ich mal einen Vorwärtsgang rein, fahre ein Stück vor und schon, habt ihr gesehen, ist die Kontrollleuchte aus. Das heißt, wir haben mal ein bisschen Spannung gegeben und spannungsfrei im Getriebe gemacht und dann läuft es. Jetzt haben wir wieder einen Gang drin. Das Vorgelege ist noch drin, also die nicht Vorgelege, Vorgelege natürlich auch. Vorgelege oder Reduktion oder Untersetzung ist das gleiche, der gleiche Begriff. Das bedeutet, das ist eine Getriebevorstufe, die die Drehzahl nach unten nimmt. Diese Untersetzung findet im Verteilergetriebe statt. Wir haben noch die Mitteldifferentialsperre. Ne? Die können wir drin lassen, weil jetzt ist es schon so, wenn ich den jetzt lenke, ne? Machen wir mal gleich. Vorhin hat er uns gerade ziehen wollen, ich lenke jetzt. Jetzt seht ihr schon, das Lenkrad geht zwar noch ein bisschen, weil ich nach vorne fahre, aber nicht in der beschleunigten Ausführung. Ich muss nachkorrigieren, weil jetzt sind wir ja hinten ohne Sperre und damit sind wir wieder in der Lage, Kurven zu fahren, weil das Rad, das innere oder das kurveninnere Rad immer ja eine Ecke langsamer sich dreht als das kurvenäußere Rad. So, wir machen die Mitteldifferentialsperre wieder raus. Auch hier nehme ich das Auto wieder neutral. So, wir sehen, es leuchtet wieder noch. Ne? Jetzt ist es weg. Also ich habe mal gebremst, bin mal ein Stück vorgerückt, war es weg. So, ist auch draußen. Hat funktioniert. Und ganz zum Schluss nehmen wir wieder die Reduktion weg. Jetzt seht ihr schon, rollt er eine ganze Ecke schneller wieder. Ja, also Bremse prüfen, Sperren prüfen. Natürlich alle anderen Funktionen, geht der Blinker, geht's Gas, beschleunigt er auch, wenn ich Gas gebe, gibt es leichter oder härter. Das ist ja also relativ selbsterklärend. Wir sollten gucken, schütteln nicht irgendwelche Reifen während der Fahrt, weil es ein Schütteln der Räder oder des Fahrzeuges kann nicht nur bedeuten, dass der Reifen vielleicht was hat, es kann auch bedeuten, dass Achswellen oder Lager eine Beschädigung haben. Genauso ist darauf zu achten, ob neben dem Motorengeräusch eventuell irgendwelche anderen Geräusche noch präsent sind, wie Knarren, Klappern oder auch Mahlgeräusche, die auf irgendwelche Defekte im Getriebe oder an den Radnaben oder an den Radlagern hindeuten können. So, jetzt sind wir ja schon wieder auf unserem Gelände. Schon längstens. Jetzt kommt die Spitzkehre. Mit den großen Autos muss man da mit Sicherheit einmal rückwärts. Heizung haben wir überprüft, Handbremse haben wir überprüft, Bremse haben wir überprüft, elektrische Spiegel haben wir überprüft. So, jetzt brauchen wir den Spiegel, jawohl. So, das sollte genügen. Schön ist halt am Automatik hier. Ich gehe jetzt von rückwärts auf neutral auf vorwärts, kann vom Gas gehen, der hat sofort Kraftschluss, weil er einfach nach vorne will. Gebe Gas und es geht los. Also das hat schon mit dem Wandler wirklich seinen Reiz, die Fortbewegung. Ja, Fazit zu dem Fahrzeug, zu beiden Fahrzeugen. Der erste auch war technisch auf dem gleichen guten Niveau. Alles funktionierte einwandfrei. Der, wie erwartet, genauso. Wir haben keine Probleme gehabt. Wir könnten mit der Heizung jetzt noch mal ein bisschen spielen. Ich habe die jetzt auf oben gestellt. Wir können sie noch mal nur auf unten stellen und mal gucken, ob das funktioniert. Weil wir haben es ab und an mal bei Feuerwehrautos, dass die Klappensteuerungen ausgehakt oder irgendwelche Steller abgebrochen sind. Das ist die Frischluftklappe hier bei dem Auto. Also das heißt, das bedeutet, ich habe ihn jetzt verstärkt auf Umluft gehabt. Jetzt nehme ich noch Frischluft. Nochmal die dritte Steuerung von Lüftung geht. Kontrolle von Scheibenwischern, das ist auch so ein Thema. Es kann sein, dass Scheibenwischermotoren nicht laufen. Funktioniert natürlich einwandfrei hier. Hupe, Blinker, die üblichen Dinge, Lichtschalter. Einfach mal alles, was man so sieht, ausprobieren, um dann ein Fazit zu finden, ob
all die Funktionen, die einem angeboten werden, auch vorhanden sind. So, ich denke mal, wir fahren wieder zurück auf unseren Stellplatz. Gucken mal, ob der Rico eingeschlafen ist. Rico? Nein, ich bin wach. Bist du wach? Ja. Ich würde mal sagen, wir kommen damit auf jeden Fall zum Ende des ersten Teils von Abgefahren. Und dem ersten Teil werden noch weitere Teile folgen, in denen wir euch ein bisschen mit unserer Materie und mit Tipps aus unserer Materie konfrontieren wollen. Wenn ihr Lust habt, euch euer eigenes Expeditionsmobil zu bauen oder sowas vielleicht voll ausgebaut anzuschaffen, dann traut euch ruhig mal bei uns anzurufen, einen Termin auszumachen. Ich und mein Team, wir stehen da gerne auch nach termineller Absprache umfangreich zur Verfügung. Schön ist immer nur einen Termin machen, weil wir haben keine Langeweile, ne? Und besser ist es, wenn wir es koordinieren können. Also einfach mal anrufen und ein Terminchen machen. Ansonsten hoffe ich, die erste Serie über das Thema Basisfahrzeuganalyse hat euch gefallen. Ich denke mal, wir machen weiter mit dem Thema Kabine, ne? Weil neben dem Basisfahrzeug ist einer der nächsten wichtigen Punkte, was für eine Hütte stelle ich mir da drauf. Wenn wir hier mal über den Platz schwenken, sehen wir schon eine gewisse Auswahl von Hütten, die man draufstellen könnte, in unterschiedlichen Farben, Formationen. Da wollen wir uns mal mit beschäftigen. Wird einer der nächsten relativ sogar umfangreichen Themenblöcke werden. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne, denke ich mal, unten in die Kommentare. Ne? Ihr könnt uns gerne auch unseren frischen Kanal abonnieren. Und für Rückfragen, sofern wir sie sehen, lesen, stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Macht's gut!